Was ist meine Berufung? Warum bin ich hier? Genau das und andere Fragen werden wir uns heute im Detail anschauen. Wir betrachten eine alte japanische Lebensphilosophie und finden deine persönliche Berufung. Für die Gründung eines Unternehmens brauchen wir eine tiefe Leidenschaft. Diese Leidenschaft kannst du nur entfalten, wenn du deine Selbsterfüllung darin findest. Deswegen fangen wir dort an, wo wir anfangen müssen, bei deiner persönlichen Berufung. Dafür verwenden wir ein Modell, das heißt Ikigai. Iki steht für Leben, Gai steht für Wert. Es geht darum, ein lebenswertes Leben für sich selbst zu definieren. Nimm dir Zeit für dich selbst und zu jedem Kreis deine persönlichen Antworten zu finden. Und nicht verzweifeln, wenn man nicht gleich alle Antworten hat. Das ist ein Prozess, der über mehrere Tage, aber auch Monate dauern kann. Die 4 Kreise sind: Der erste Kreis, was liebe ich? Was ist meine persönliche Passion, die ich gerne umsetze? Der zweite Kreis ist, was wird von mir benötigt? Was ist, wenn ich in der Welt eine Zeit lang nicht da ist? Was geht ab? Was sind meine Werte? Was ist mein Sinn? Der dritte Kreis schaut sich an, wofür zahlen mir Menschen Geld? Was mache ich jeden Tag und was hat so viel Wert, dass mir jemand anderes etwas dafür zahlt? Und der vierte Kreis ist, was kann ich? Wo bin ich gut? Wo bin ich talentiert? Und jetzt ist die Zeit dafür, dass du dich zurücksetzt, das Video stoppst und mal für dich zu jedem dieser Kreise definierst, was es für dich bedeutet. Dann gehen wir weiter. Jetzt suchen wir aus diesen 4 Kreisen die Überschneidungspunkte. Und die Überschneidungspunkte definieren dann deine Mission, deine Leidenschaft, deine Berufung und deinen Job. Und daraus kannst du dann die nächsten Schritte definieren. Aber schauen wir uns die erste Überschneidung an. Die erste Überschneidung ist die Mission. Sie besteht aus dem, was ich gerne mache und aus dem, was die Welt von mir benötigt. Die zweite Überschneidung ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft besteht aus dem, was ich gerne mache und in dem, was ich gut mache. Die dritte Überschneidung ist unsere Berufung. Die Berufung besteht aus dem, was die Welt von mir benötigt und für das, was mir jemand anderer Geld zahlt. Und die vierte Überschneidung ist unser Job. Der Job besteht aus dem, was ich kann und zwischen dem, was mir jemand anderer bereit ist, etwas zu zahlen. Hast du deine persönlichen Kreise definiert? Dann geht es jetzt zum nächsten Schritt. Jetzt suchen wir deine Leidenschaft, deine Mission, deine Berufung und deinen Job. Warum suchen wir das? Für uns geht es darum herauszufinden, was ist der Grund, warum du jeden Tag aufstehst? Was sind die Beweggründe, dass wir sagen, okay, es war ein guter Tag? Deswegen suchen wir uns diese 4 Überschneidungspunkte. Der erste Überschneidungspunkt, Leidenschaft. Die Leidenschaft definiert, was du liebst, was sind deine Hobbys, wo wirst du nicht müde, das immer wieder zu machen. Die nächste Überschneidung ist die Mission. Die Mission besteht aus dem, was du gerne machst und zwischen dem, was die Welt von dir braucht. Es geht darum, das umzusetzen, was du bereits erkannt hast, was die Welt braucht, welche Werte, welche Veränderungen es braucht. Und das wird verpackt in deine Mission. Der dritte Überschneidungspunkt ist die Berufung. Die Berufung definiert zwischen dem, was die Welt von dir braucht und zwischen dem, was dir bereit ist, jemand zu zahlen. Was sind deine Kenntnisse, was sind deine Fähigkeiten? Was ist das, worin du deine Stärke hast? Leidenschaft, Mission und Berufung ist wichtig und das gibt uns eine Antriebskraft. Aber was wir brauchen ist, wir brauchen jemanden, dass uns jemand was dafür zahlt. Deswegen schauen wir uns den 4. Überschneidungspunkt an, das ist der Job. Er besteht aus dem, was du auf der einen Seite gut machst und auf der anderen Seite, was dir jemand zahlt. Es sind deine bisherigen Berufe und die Berufe, die du in der Zukunft machen möchtest. Hast du sie schon gefunden? Wenn nicht, nimm dir Zeit und kein Stress. Das geht nicht von einer Minute auf die andere. Es geht darum, mit sich selbst zu beschäftigen. Das kann mehrere Stunden dauern, es kann mehrere Tage dauern. Such dir einen Platz in der Sonne und gib dir die Zeit, darüber nachzudenken. Warum machen wir das jetzt nun? Wir wollen finden deine persönliche Berufung. Diese ergibt sich bei Ikigai aus der Überschneidung dieser 4 Kreise, die wir gerade definiert haben. Und schauen uns damit an, was ist deine Leidenschaft, was ist deine Mission, was ist deine Berufung und was ist dein Job. Warum schauen wir uns das an? Haben wir eine Leidenschaft gefunden, das heißt in dem, was du gerne machst, aber niemand dafür etwas zahlt, dann wirst du nicht lange damit glücklich sein. Folgst du nur dem, was die Welt von dir benötigt, bist du vielleicht wohlhabend, aber du fühlst immer eine Unsicherheit, weil es nicht damit verbunden ist, was du kannst. Konzentrierst du dich nur auf das Geld, wo du etwas verdienst, dann verdient man vielleicht sehr viel Geld, aber du hast eine innere Leere. Konzentrierst dich du nur darauf, was du gut kannst, dann wirst du vielleicht glücklich sein, aber auf der anderen Seite davon nicht leben können. Aber schauen wir uns diese 4 Überschneidungen an. Die Überschneidung Leidenschaft ist die Überschneidung zwischen dem, was du kannst und zwischen dem, was du gerne machst. Es ist dein Hobby, ist das, was du immer machen kannst und dir niemals langweilig wird. Die zweite Überschneidung, Mission, ist die Überschneidung zwischen dem, was du kannst und zwischen dem, was die Welt von dir braucht.
Es ist das, wo du den Sinn findest. Es ist das, wo du die Werte hineingibst. Die Überschneidung Berufung ist die Überschneidung zwischen dem, was die Welt von dir braucht und zwischen dem, wofür du etwas gezahlt kriegst. Und die vierte Überschneidung ist dein Job. Es ist die Überschneidung zwischen dem, wo du Geld verdienst und zwischen dem, was du kannst. Es ist das, wo du für dich Wohlstand aufbauen kannst. Und der Prozess des Ikigais ist ein Prozess, der in mehreren Schritten aufgebaut wird. Was sind die Vorteile vom Ikigai-Modell? Wenn du deine persönliche Berufung gefunden hast, deine Balance zwischen diesen 4 Elementen, dann können wir das als gute Basis nehmen, um daraus eine Geschäftsidee entwickeln, ein Unternehmen neu ausrichten, darum eine Story aufbauen für ein Unternehmen, das viele andere Menschen auch motiviert, den nächsten Schritt zu setzen, jeden Morgen aufzustehen und daraus etwas machen, das größer ist als man selbst. Habt ihr diesen Weg durchgemacht? Habt ihr eure einzelnen Kreise definiert und eure Überschneidungen gefunden? Wenn ja, dann schreibt bitte eure Erfahrungen in den Kommentaren hinein. Und nicht vergessen, wir haben noch mehr darüber im Organic Venture Building Buch geschrieben. Und jetzt viel Spaß beim Gründen von Unternehmen und wie immer ein großes Tschakka geht's in die Zukunft hinein.